Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte es ja schon vor längerer Zeit angekündigt, dass wir auf W60, wenn wir mal das Hexen-Event abpassen sollten, das auch nutzen werden und in den Wirbelwind reingehen. Ja? Allerdings habe ich die Befürchtung, dass wir hier nicht so sehr weit kommen werden, weil ich sag mal, im späteren Stufe 400er Bereich treffen wir auf sehr, sehr viele Hardcore-Bremsen im Wirbelwind, sodass wir da wahrscheinlich nicht sehr viel weiterkommen werden. Das heißt, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, ja, verkaufen alle Items, die wir in der Zeit generieren. Ich erhoffe mir nicht sehr viel, dann werde ich von mir auch nicht enttäuscht. Ja, also ich glaube, wir werden heute nicht so sehr weit kommen. Trotzdem werden wir versuchen, unser Bestes hier zu geben und mal schauen. Ja, eventuell schaffen wir die ein oder andere Wirbelwind-Etage. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen nicht mehr reingeschaut hier im Wirbelwind. Deswegen lassen wir uns überraschen. Mit Etage 417 haben wir gestartet und wir schauen mal, ja, wie viele Items, und darum geht es ja eigentlich hauptsächlich, wir mitnehmen können hier auf dem Account, bevor wir halt wirklich nicht mehr weiterkommen. Und diese Nachtghoul-Viecher, ja, das sind die allerschlimmsten. Und davon kommen nachher richtig viele und da kommen auch richtig dicke. Die ganzen Krieger-Gegner, die wir jetzt hier besiegen im 400er-Bereich, das sind alles, die sind alle schon echt ziemlich schwierig zu meistern. Und ja, ihr seht, wir haben bisher erst 2 Items, die bringen schon okay Gold. Ne? Also die haben noch nicht so den heftigen Wert, dass man ja hier pro Item 20 Millionen Gold bekommt. Ne? Das ist ja das höchste, 10 Millionen, doppelter Bonus 20 Mille. Deswegen natürlich auch die ganz klare Empfehlung, den Wirbelwind immer machen, wenn Hexen-Event ist. Ne? Und natürlich, was halt auch ganz nice ist, was ja eigentlich auch der Hauptaspekt ist der Challenge hier auf W60, ist natürlich die Erfahrung, die wir auch mit dazu bekommen. Wir haben jetzt schon Level Up gemacht und sind jetzt hier schon wieder auf der Hälfte. Das ist ganz nice natürlich und hilft uns auch bei unserer Challenge. Wir haben es jetzt hier gerade Tag 127, wir sind auf 351. Es sieht nicht gut aus. Ich sag mal so, es sieht nicht gut aus. Und ja, mal schauen. Ich sag mal so, wann wird W60 200 Tage alt? Am 6.6. Ich habe es hier in die Beschreibung geschrieben. Ich sag mal, da ist ja dann sowieso, glaube ich, so Sommer, ne? Ist sehr warm. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt so einen langen Bart, oder? Da kann man doch auch gut und gerne mal drauf verzichten. Oh Mann, ja, naja, ja, wird auch mal Zeit für einen Change einfach, ne? Für einen Neuanfang irgendwo, ne? Fühlt man sich dann auch vielleicht ein bisschen frischer dann einfach mal, ne? Man muss sich das nur gut reden irgendwie, ne? Aber nee, also ich hatte wirklich mal überlegt, eine Zeit lang wieder komplett ja, kahl zu machen, so, ne? Aber es ist halt komplett ungewohnt und Bart sieht schon besser aus. Aber ich muss ehrlich sagen, mir persönlich ist er jetzt schon ein bisschen zu lang. Ich würde ihn, wenn jetzt diese Challenge nicht wäre, ne? Ich würde ihn ein bisschen kürzer machen, so. Aber ich lasse halt wirklich, ja, sag ich mal, wachsen. Und sobald das, keine Ahnung, wirklich sehr kringelig hier überall wird, dann mache ich so ein bisschen die Stoppeln ab, weil ansonsten sehe ich aus wie ein Waldschrat, ja, der gerade aus einem Gebüsch rausgesprungen kommt und dich mit in den Wald ziehen will, ja. So sehe ich gerade aus. Oder so würde ich aussehen, wenn ich mich komplett, also wenn ich den gar nicht schneiden würde, so, ne. Ja, naja, was soll's, ne. Ich meine, es gibt ja auch schon auch wieder ein Level Up, das ist gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Es gibt ja von früher auch sehr viele Videos und Bilder von mir, wo ich halt eben auch noch nicht so mit Bart rumgelaufen bin. Deswegen ist es jetzt vom Ding her jetzt nicht unbedingt was Neues. Aber ich fand es halt ganz witzig. Für die Challenge auf jeden Fall. Ne? Im Nachhinein, ja, ist ein bisschen schade, dass ich den Arena-Manager nicht mitgenommen habe, weil dann hätte man eigentlich unter fast optimalen Bedingungen gespielt und dann wäre es auch interessant gewesen, wo man dann stehen würde, hätte man das Feature ernst genommen. So habe ich es halt auch wirklich irgendwo ein bisschen halt einfach auch aus Faulheit
So ehrlich bin ich dann halt auch dann einfach liegen lassen, ne? Und habe das dann halt eben nicht gespielt, weil es halt eben momentan so viele Accounts sind und ich dafür halt einfach, ne, keine Zeit habe. So, das muss man dann halt auch einfach so akzeptieren. Und wenn man dann so eine Challenge macht, ne, und das dann so, ja, eben nicht spielt und in Kauf nimmt, dann muss man halt auch eben mit den Konsequenzen rechnen. Das ist ganz klar. Genau, so, wir sind jetzt aber gleich auf Etage 470, momentan 469. Es sah bisher ganz gut aus. Wir haben 2 Level gemacht. Das ist tatsächlich schon mehr, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Und dann sind wir auf 470 und ich weiß nicht mehr, welche Etagen das waren. Es fängt auf jeden Fall jetzt so langsam nachher an, ein bisschen schwieriger zu werden. Ob das 473 war oder 400 irgendwie 92 oder 93 oder irgendwie so, da kommt ein extremer Hardcore-Block, Krieger, Ghoul oder so, Nachtghoul, irgend so ein Gegner war das. Da kommt man erstmal eine Zeit lang nicht weiter, partout. Da ist wirklich Ende im Gelände. Ich weiß nicht, ob wir auf den nochmal treffen werden, ob wir da hinkommen oder ob wir erst gar nicht so weit kommen werden hier. Ab und zu sieht man noch ganz gut aus. Dann haben wir mal so einen kleinen Blocker, den kriegt man aber weg. Aber von dem Blocker, den ich rede, ich glaube, es war irgendwas in der 490er. Ich glaube 493 oder so war das Etage. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da sind 2 Gegner, die sind schon Hardcore. Ne? Und danach geht es dann auch wieder, wenn man den besiegen würde, ein paar Etagen weiter. Aber an denen kommt man halt wirklich erstmal nicht vorbei. So, wir haben ein paar Items gesammelt. Die können wir jetzt alle... oh, hier 20 Millionen, so ist das nice, so muss das sein. Die können wir jetzt alle hier reinwerfen, schön in den Pot. Dafür haben wir es aufgespart und können hier mal easy ein bisschen Gold verskillen. Wir gehen mal ein bisschen in Ausdauer rein. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr auf Int geskillt. Machen es jetzt so, dass wir jetzt wahrscheinlich auch erstmal auf 10 Millionen Skill-Punkt-Kosten auf Ausdauer gehen. Und danach gehe ich wahrscheinlich erstmal wieder auf Int, weil Schaden natürlich auch besser ist für den Dungeon Progress und das Einzige, worauf es hier halt eben bei der Challenge ankommt, sind halt eben die Dungeons bzw. die XP, die ich da draus ziehen kann. Ne? So, wir sind nochmal weitergekommen, dann haben wir jetzt nochmal einen Magier, der sollte dann wieder ein wenig einfacher fallen. Ja, sehr schön, und da haben wir schon wieder den nächsten Krieger, mittlerweile auf 479, ist ganz nice. 480, sehr schön. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall jetzt schon mehr als zufrieden, tatsächlich. Ich hätte so gedacht, okay, wenn wir vielleicht so 30 bis 50 Etagen schaffen, das wäre ganz cool. Ne? Aber ja, ist auf jeden Fall mehr geworden, als ich gedacht hätte. Sehr schön. Und ich glaube jetzt, da ist er. Da sehe ich schon oben. Oben sehe ich hier schon den Ghoul. Ich glaube, das ist der, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte gut sein, dass das der... Blocker ist, von dem ich jetzt die ganze Zeit geschwafelt habe. Aber wie gesagt, ich glaube, es gab 2. Einmal kurz vor den 90ern, also 400, ja, das ist der Graugul hier. Ja, ich glaube, der war's. Ja, guckt euch mal den Unterschied an, ne? Zu den Tries, die ich davor hatte und den Tries jetzt, ne? Also, das ist auf jeden Fall der, den ich meine. Und ich glaube, nachdem, irgendwie 5 oder 10 Etagen, nachdem kommt nochmal so einer. Der ist dann auch nochmal Hardcore. Und wenn ihr an diesen 2 vorbei seid, dann habt ihr erstmal wieder ein bisschen Spielraum. Ja? Die Erfahrung habe ich jetzt schon durch vergangene Dungeon-Pushes in dem Wirbelwind gemacht. Aber ihr seht den Unterschied schon, den absolut kranken Unterschied zu den ganzen Etagen, die wir jetzt davor, mit welcher haben wir angefangen? 417 oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Bis jetzt eigentlich immer mal mehr, mal weniger gut durchgekommen, aber relativ konstant, würde ich sagen. Ne? Und jetzt ist halt eben finito, jetzt ist Schicht im Schacht, an dem kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Ihr seht, da beißen wir uns die Zähne aus, die Tries sehen alles andere als machbar aus, so. Ne? Das ist erstmal ein Hardcore-Blocker, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen wieder leveln, bevor wir hier weiterkommen. Und ja, aber ich sag mal so, das war mir eigentlich schon klar, dass wir an dem jetzt erstmal so nicht weiterkommen werden und wir halt erstmal uns ein bisschen verbessern müssen. Ich rechne mal mit dem Gegner nach dem Legendary Dungeon, wenn wir uns hier neu equipped haben. Dann rechne ich damit, dass wir auch hier den Ghoul besiegen können im Wirbelwind und dann eventuell ein bisschen weiterkommen, aber hier ist jetzt erstmal vorbei. Ja, das muss man einfach mal so anerkennen, ne? Und halt eben stärker
in den Kampf zurückkehren. Ne? Wir haben es momentan halt auch mal wieder Gold-Event, ne? Nicht nur Hexen-Event, sondern auch Gold-Event, was auch ganz cool ist. Ne? Gerade auf meinen Main, da scheppert es auch gut rein, muss ich sagen. Hier eher noch ein bisschen weniger, aber lohnt sich natürlich auch schon. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich auf die 10 Millionen Skillkosten hier kommen werde jetzt an dem Wochenende, gerade mit Kombination Hexen-Event plus das Gold-Event. Das ist schon echt sehr lohnenswert. Und ja, wie gesagt, danach gehe ich dann full erstmal auf Damage. Ne? Ja, Leute, ich glaube, ich brauche nicht mehr viel mehr hier dazu sagen. Das Ding ist over an der Stelle hier. Ne? Aber wir sind so weit gekommen, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte. So. Also ich hätte gedacht, noch weniger. Aber ja, wenn ich weitergekommen wäre, wäre hier so oder so bei mir Schluss gewesen. Ne? Das habe ich mir schon so gedacht. Deswegen bin ich mehr als zufrieden. Wir haben mit 350 angefangen. Wir sind jetzt fast 353, also wir haben fast 3 Level gemacht. Ne? Ich weiß nicht, auf wie viel wir waren, als wir gestartet haben auf 350. Ich glaube, da waren wir auch schon fast Level up. Ne? Aber haben auf jeden Fall guten XP-Progress auch gemacht und auch ein paar Skillpunkte mitgenommen. Deswegen denke ich mal, bin ich auf jeden Fall zufrieden soweit. Die Challenge geht weiter. Wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. Ne? Und ich bin gespannt, wie die Chancen aussehen nach dem legendären Dungeon, wenn wir uns hier auch auf dem Account neu equipped haben und hier legendäre Items angelegt haben. Ne? Mal schauen, ob wir dann noch den ein oder anderen Dungeon mitnehmen können. Ne? Sehr große Chancen erhoffe ich mir davon allerdings auch nicht, weil ich halt auch eben, wie gesagt, ohne den Arena-Manager spiele. Das heißt, die Qualitätsrunen plus 5, auf diese muss ich leider auch verzichten. Ne? Das heißt, ich muss halt ohne Qualität von Gegenständen Runen in den Dungeon rein. Und da gehen mir halt dann auch 5, Runenpunkte von den Qualitätsrunen halt auch verloren, was mich halt auch wieder einschränkt. Ne? Also auf allen Ebenen schränkt mich das Ding hier wirklich komplett ein. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig dieses Feature ist, dass man das unbedingt bespielen muss. Ne? Du hast ja wirklich das komplette Game abgedeckt mit. Ne? Sei es das Gold, sei es XP, sei es die Qualitätsverbesserung auf den Items, sei es Lebensenergie, ja, sei es, ja, das war nicht so wichtig, Fundchance auf Epics, ne? Sei es der Waffenschaden, 60% mehr Waffenschaden, holy shit, ne? Oder was ich jetzt sonst noch, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles habe oder jetzt noch irgendwas vergessen habe, aber das ist extrem krass. So, wenn du das nicht hast, dann bist du abgeschnitten vom Rest der Gesellschaft. Ja. Gut, Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.